Manchmal frage ich mich, wie essgestört ich eigentlich bin. Oder sind es die anderen? Mein Zugang zu Essen war schon immer ziemlich speziell. Abgesehen davon, dass ich als Kind Pilze wirklich hasste, litt ich aber auch zusätzlich an einem extremen Unterzucker. Das sah so aus, dass wenn ich unterwegs war und meine Mutter keine Zwischensnacks dabei hatte, ich wirklich unleidig wurde und auch mega schlapp, also ich konnte mich dann nicht mehr bewegen, keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und mit 16 Jahren litt ich dann an einer kurzen Sportsucht-Bulimie-Phase. Ich wollte Kontrolle über meinen Körper haben und ich war ziemlich verblüfft, wie einfach das war. Das war zum Glück nur eine sehr kurze Episode. In meiner Tanz- und Schauspielausbildung dann kam mir diese Disziplin sehr zugute. Und nach den 2 Schwangerschaften purzelten die Pfunde mit einer Eiweißdiät nur so herunter. Ja, und dann fing die Kacke mit den Nahrungsmittelunverträglichkeiten an. Und damit eine ausgeprägte Hassbeziehung zu Lebensmitteln. Als erstes vertrug ich keinen Alkohol mehr. Dann keine fettigen Speisen. Und dann keine Früchte mehr und irgendwann auch kein Gemüse. Ja, ich ernährte mich dann von Buchweizen, Zucchini, Auberginen, Kartoffelchips, Luft und Liebe. Es war die Hölle. Und natürlich bestraften mich viele Ärzte mit diesem, ja, du hast ja selbst Schuldblick. Aber war das Ganze wirklich meine Schuld? Ich denke nicht. Nein, ich weiß, dass es nicht meine Schuld ist. Ich weiß, dass eine Störung im Essverhalten viel weiter geht als nur die Beziehung zu seinem Körper. Eine Essstörung, die nur als psychisch abgetan wird, ist einfach viel zu kurz gegriffen. Ich weiß heute, dass meine kurzzeitige Bulimie nichts mit meinen Unverträglichkeiten zu tun hatte. Es war eher so, dass wenn ich irgendwas gegessen hatte, das mir sehr, sehr übel wurde und ich mich so unwohl fühlte, dass ich wollte, dass das rausgeht. Und das war in der Zeit, wo man viele Fertigprodukte aß oder wo alle da mal Schoki gegessen haben und so weiter und ich da eigentlich nicht mithalten konnte. Heute weiß ich, dass diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten im Zusammenhang stehen mit dem Epstein-Barr-Virus, mit den Mandelentzündungen, mit den Ohrenentzündungen und den unzähligen Antibiotikumbehandlungen, die ich durch meine Kindheit und durch meine 20er Jahre erhalten hatte. Warum ich das weiß? Weil ich bezogen auf die Medical Medium Ernährung angefangen hatte, die Viren auszuhungern. Und augenblicklich ging für mich dieses Unwohlsein immer, diese Magenkrämpfe, diese Darmbeschwerden weg. Gleichzeitig mit dem Aushungern dieser pathogenen Keime. Die Food Cravings verschwanden, der Blähbauch verschwand, der Schwindel verschwand, auch der Kontrollzwang verschwand. Meine innere Unzufriedenheit verschwand, meine Unausgeglichenheit und meine Angstzustände verschwanden. Diese positiven Veränderungen haben einen immensen Einfluss darauf, wie ich das Essen heute sehe und dass ich heute das Essen einfach genießen kann. Früher hatte ich aus Angst, mich würde industriell verarbeitetes Essen dick machen, mir dieses Essen verboten. Heute sehe ich die Auswirkung dieser industriell verarbeiteten Lebensmittel auf meine Gesundheit und ich möchte aus einem positiven Impuls heraus darauf verzichten und mir Gutes zuführen, weil ich mir wünsche, dass ich ihm helfe, dass er sich reinigen kann, dass er sich nähren kann und aufbauen. Und das ist ein völlig neuer Ansatz. Es ist die einzigartige Möglichkeit, ganzheitlich zu heilen, und zwar mental in Bezug zum Essen und auch körperlich, weil es einfach eine gesunde, nährhafte Nahrung ist. Natürlich ist es super schwierig, dass ich mich anders ernähre als die meisten Menschen um mich herum. Auf Familienfeiern wird mein mitgebrachtes Essen oft mit kurzem Kopfschütteln zur Kenntnis genommen. Ich kann Ihnen keinen Vorwurf machen, denn Sie können nicht nachvollziehen, wie krank mich dieses Epstein-Barr-Virus gemacht hat. Und Sie können nicht wissen, wie es sich anfühlt, wenn man durch gesunde Nahrung wieder aufblüht. Sie können es nicht wissen und trotzdem gelte ich in Ihren Köpfen als essgestört. Und dies allein ist kein schönes Gefühl. Es isoliert mich, es macht mich sonderbar und ja, ich habe das Gefühl, dass ich nicht wirklich dazugehöre.
Es kam sogar schon vor, dass ich meinen leckeren, selbstgemachten, veganen, zuckerfreien Kuchen mitgebracht hatte und nicht davon gegessen werden wollte, weil er zuckerfrei und vegan ist. Das sind sehr schmerzhafte Erlebnisse, die einem die Selbstannahme wirklich schwierig macht. 2017 wurde vom Bundesamt für Ernährung und Landwirtschaft ein Ernährungsreport gemacht. Da kamen echt spannende Zahlen raus, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung veröffentlichte. Denn laut Deutsche Gesellschaft für Ernährung wünschen sich 89%, sich gesund zu ernähren. Aber nur 39% bereiten ihr Essen selber zu. Also nur 39% wissen, welche Zutaten da wirklich drin sind. Bei den 19- bis 29-Jährigen sieht es noch schlimmer aus. Da ernähren sich nämlich 60% von Fertig- und Tiefkühlprodukten. Auch der Milch- und Fleischkonsum liegt weit über den Empfehlungen. Hier stellt sich die Frage, warum schaffen wir es nicht, uns gesund zu ernähren, wenn wir es uns eigentlich wünschen? Warum glauben wir, dass es normal ist, Fertigprodukte, Süßes und zu viel Milch und Fleisch zu verzehren? Warum gelte ich mit meiner pflanzenbasierten, frisch gekochten Ernährung als unnormal? 2014 veröffentlichte die WHO im Global Status Report on Non-Communicable Disease einen weltweiten Statusbericht zu nicht übertragbaren Krankheiten, in dem sie aufzeigen, dass falsche Lebensmittel Entzündungen fördern und dafür verantwortlich sind, dass 16 Millionen Menschen vor dem 70. Lebensjahr an nicht übertragbaren Krankheiten sterben, und zwar an den modernen Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Atemwegserkrankungen und Krebs sterben. Also, lasst uns die Frage umdrehen. Wenn meine zuckerfreie, vollwertig vegan, nicht industriell verarbeitete Ernährung unnormal ist es dann normal, einen Reizdarm zu haben? Ist es dann normal, Unverträglichkeiten zu haben? Ist es denn normal, vor dem 70. Lebensjahr an vermeidbaren Zivilisationskrankheiten zu sterben? Oder Menschen, Tiere und die Umwelt für die Nahrungsversorgung auszubeuten? Also, im Umkehrschluss ist es doch einfach so, dass die zuckerfreie, vollwertig vegane, nicht industrielle verarbeitete Ernährung ehrlich, fair und gesund ist. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare und bitte denkt daran, bleibt voller Liebe und Mitgefühl. Bis zum nächsten Mal. Ciao.